klar. Probieren wir mal. Ich muss gucken, ich habe mich im Song verlaufen. Warte. Wir kennen uns eigentlich so als Band seit Mitte 2017 und haben da angefangen zusammen Musik zu machen und haben im Januar 2018 unser Debütalbum veröffentlicht, das da heißt Kadett Carter, und das kam im Januar bei Uncle M raus und seitdem ist eigentlich Halligalli. Also für mich war das Krasseste eigentlich, dass das alles so schnell dann auf einmal ins Rollen ging. Nachdem das Album da war, waren auf einmal Shows da, es waren Touren da. Wir durften die Bühne teilen mit Bands wie Itchy, Touché Amoré, Basement, The Fame, Dangerous Summer, was Helden von uns sind. Ich sag mal, in dem Jahr nach dem Album-Release haben sich so einige Träume, die wir nicht erwartet hatten, erfüllt. Ich will, wenn die eine Tour zu Ende ist, brauche ich eine Woche und dann will ich eigentlich auf die nächste. Okay. Weil das ist genau der Urlaub, den ich immer haben will. Mich zieht es nicht an den Strand, mich zieht es nicht irgendwo anders hin. Ich will einfach nur mit meinen Boys irgendwo im Bus hocken, Cider trinken, blöde Witze machen, scheiß Musik hören, wenig schlafen und durch die Landkarte zu surfen. Das ist alles. Es war eine tolle Erfahrung, mit den Dangerous Summer unterwegs zu sein, mit Fame, mit Itchy, mit den Blackout Problems zu touren, auch gefragt zu werden und nicht betteln zu müssen. Das war halt echt, also super, auch akzeptiert zu sein in der Szene. Das fand ich irgendwie ja auch eine Bestätigung halt für uns als Band. Wir haben dann einen Gig gespielt in Backstage in München als Support von Itchy, was ein super Punkt war, um danach mal kurz durchzuschnaufen und sich mal aufs Songwriting zu konzentrieren. Die ersten Songs, die dann so kamen, waren Songs, die jetzt witzigerweise als Großteil nicht auf der neuen Platte sind. Das heißt, wir haben auch eine Zeit gebraucht, um so unseren Style zu finden, der jetzt Perceptions als Album ausmacht. Man hat gemerkt, dass man im Songwriting auch, dass wir geübter werden. Je mehr wir zusammen, klar, verändern sich einige Sachen und es kommt einerseits in die Routine rein, andererseits lernen wir uns auch immer besser kennen. Klar ist es eine Richtung, klar ist es Richtung College, klar ist es Richtung Indie, Richtung Alternative, klar ist es Richtung Rock, was auch immer. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die 4 Leute die verschiedenen Einflüsse haben, auch wenn sie nah beieinander sind. Und deswegen ist es auch cool zu sehen, wie aus dieser Teenie-Musikphase auf einmal was entsteht, wo man auf einmal da sitzt und sagt, das ist jetzt wurscht, ob das die Masse mag. Das muss cool sein für uns und es ist cool und damit gehen wir jetzt raus. Tatsächlich habe ich das während dem Schreiben schon gemerkt, dass wir uns stiltechnisch jetzt einfach mal gefunden haben, obwohl wir vom Genre, wir sind uns treu geblieben, aber wir sind etwas breiter geworden, so von den Dynamiken her, von der Härte, von auch mal eine Ballade wagen. Das habe ich selber beim Songwriting-Prozess schon gemerkt, dass es für mich selber funktioniert. Der eigentliche Durchbruch beim Songwriting
für dieses Album, der kam meiner Meinung nach mit 2 Songs. Das eine ist ein Song namens Speed of Sound und das andere ist ein Song namens A Bad Few Weeks. It's been a bad few weeks and I'm scratching the walls until it stops and that feeling is gone. I get back on my feet and have a brand new beating out. Rid of all the shit that made me weak. Yes, it's been a bad few weeks. Als wir A Bad Few Weeks hier im Proberaum geprobt haben, da weiß ich noch, dass ich dachte, so jetzt sind wir hier auf einem guten Weg. Stops till it stops, and then your consciousness runs straight. Keep it up, keep it going, don't you give it no. Bei den Aufnahmen haben wir es so gemacht, dass wir nicht zusammen aufgenommen haben. Das heißt, wir haben zusammen gespielt, aber wir haben in der ersten Phase nur die Drums und den Bass zusammen aufgenommen. Ich finde es den besten Ansatz für uns. Also für mich generell, wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Basser habe, der sehr gut spielen kann, dann spiele ich mit dem gerne auch live zusammen und editiere es dann auch nicht hinterher. Also da habe ich auch Wert drauf gelegt, oder wir haben auch Wert drauf gelegt, dass generell nichts quantisiert wird hinterher. Also alles, was wir auch eingespielt haben, wurde nicht hinterher nochmal zurechtgerückt oder so, sondern es wurden die Takes genommen, die am stimmigsten sind mit uns, also Passi und mir zusammen, die wir zugleich eingespielt haben, dass die stimmig sind, und den Take haben wir dann komplett so genommen. Dann nochmal. Wenn ich einzähle, dann fange ich den Fill an und du steigst dann ein. 1, 2. 'Cause I'll meet you there, where the arrow is the ground, before the war stops running. And I'll catch you there, riding on the speed of sound, before the war stops running. Welcher Song mir auch noch viel bedeutet, ist Telescope, weil wir da, glaube ich, in den Song unser komplettes Spektrum von dem Album jetzt so mit reinpacken konnten. Ich glaube, der repräsentiert unter anderem das Album auch ziemlich gut, da wir da viel mit Härte spielen. Wir haben mit neuen Instrumenten wie mit einem Klavier was ausprobiert. Den Song gibt es eigentlich auch schon seit einem Dreivierteljahr, und bei dem, was jetzt im Vergleich zu Windshields, den wir komplett nochmal umgemodelt haben, war es ein ziemlich cooler Prozess. Normalerweise funktionieren die Songs bei uns relativ schnell, bis sie fertig sind. Bei Telescope war es tatsächlich ein wachsender Prozess von einem Dreivierteljahr, bis er jetzt so war, wie wir den wollten, und ich finde ihn mega. Er macht wahnsinnig Spaß zu spielen und die Aufnahme war super. Trading my innocence to have the door swing open. Drowning my consciousness to have the world spin around. Sound of a traffic jam is like a plague and then down, I can't go on. I'm toning down, picking up the pieces of what's common ground, shivering in places where I found myself, hoping that you'd feel the same way too. Während den ganzen Aufnahmen zum Album ist es auch immer wieder passiert, dass sich Leute mit uns in Verbindung gesetzt haben, die gute Tipps
für uns als Band haben. Das ist mehr als einmal passiert in der ganzen Zeit, in der wir hier das Album aufgenommen haben, dass es Leute gab, die uns ein bisschen reinreden wollten. Das ist so negativ gesagt. Also natürlich meinen viele Leute das gut und wollen dir als Band helfen und wollen ihre künstlerische Vision oder auch kommerzielle Vision mit reinbringen. Aber bei uns hat es zu so einem Abwehrmechanismus irgendwie geführt, dass wir so sagen, wir wollen eigentlich von niemandem was wissen. Also wir wollen unser Ding machen und das steht an allererster Stelle. Was wir wollten, ist, dass unser Fingerabdruck komplett auf dem ganzen Album drauf ist. Also dass es komplett wir sind. Und wir hatten keinen Mainstream- oder Radiogedanken dahinter, wo wir sagen, hey, das müssen wir jetzt mit Produzent XY machen, damit das auf so und so Radio XZ läuft, sondern wir wollten einfach uns machen. Auf einmal kamen dann von allen Seiten, also 4, 5, 6, 7 Stück, Leute, die alle Ratschläge hatten und dafür Geld wollten, beziehungsweise auch dann natürlich mit großen Wörtern um sich geschmissen haben. Es gab eine Aufmerksamkeitsblase um die Band rum und viele Ratschläge, die uns viel Geld auch gekostet hätten. Und spätestens beim zweiten habe ich eigentlich gemerkt, die sagen alle das Gleiche. Es ist aber sehr verlockend, auf so Stimmen von außen zu hören, denn wenn du eigentlich drüber nachdenkst, nimmt dir das ein Stück deiner Verantwortung. Also, wenn du ein Album aufnimmst und den Leuten gefällt es am Ende nicht, was ja passieren kann. Mit Perceptions glauben wir und hoffen wir nicht, dass es passiert, aber es könnte passieren. Dann ist es super einfach danach zu sagen, zu jemandem von außen danach zu sagen, hey, aber du hast doch gesagt, wir sollen das so machen. Oder das war doch dein Vorschlag, das so und so zu machen. Wir haben uns, ich schätze mal so in 95% der Fälle dagegen entschieden, was im Nachhinein noch nicht schlecht war. Wir wollten im Endeffekt einfach unser Ding durchziehen, das Album so gestalten, wie wir das wollen, das ganze Projekt, wie wir uns selber aufstellen und haben da jetzt, glaube ich, einen echt gesunden Mittelweg dafür gefunden. Perceptions als Albumtitel war deswegen sehr schnell, sehr klar, weil viele Leute eine Erwartungshaltung an diese Band haben und wir, glaube ich, auch selbst eine Erwartungshaltung haben, was herauskommen soll am Ende. Und was noch dazu kommt, ist, in den Texten wird ganz viel drüber gesprochen, wie andere Leute Erwartungen an dich in deinem Leben haben. Also es gibt Freunde und Familienmitglieder, die haben das Gefühl, du solltest das tun, das nicht tun. Es gibt Leute, die haben einen ganz klaren Plan davon, wie du sein solltest oder wie du dich geben solltest oder was wichtig oder nicht wichtig und richtig und nicht richtig ist. Und in diesem Kreislauf befinden sich eigentlich alle Menschen. Und manche haben aber das Glück, dass sie Songs drüber schreiben dürfen. Und solch glückliche Leute finden sich in dieser Band. So kannst du nämlich einfach auch mal ein riesengroßes an alle, die denken, sie wissen, wie du zu sein hast.